Hallo liebe Giertester, wir wollen uns heute der Thematik zuwenden des Schaftwechsels. Dazu werden wir aus einer Blaser Professional R8 einen neuen Carbonschaft dran montieren. Wie wir das machen und welche Schritte, welches Werkzeug dafür notwendig ist, das zeigen wir euch heute im heutigen Video. Der Lauf schießt, aber der Schaft trifft, ist ein geläufiger Spruch bei vielen Jägern, der eigentlich gerade Flintenschützen sehr bekannt ist. Wir finden aber immer mehr Büchsenschützen, die sich diesen Leitspruch annehmen und ihre Büchsen mit entsprechenden Wechselschäften ausstatten. Wir haben heute ein Modell der Firma Raven Arms, das Modell M80, mit 680 Gramm, ein absolutes Leichtgewicht. Ihr findet auf der Homepage der Firma Raven Arms Europe eine ganze Anzahl an verschiedenen Schaftkonfigurationen, die ihr für euer sozusagen Waffensystem aussuchen könnt. Wir wollen es heute mit unserer heißgeliebten R8 einmal machen. Bevor wir jedoch irgendwelche Tätigkeiten an der Waffe machen, gilt auch hier der Grundsatz Safety First. Das heißt, wir führen auch hier die Sicherheitsüberprüfung durch, indem wir das Magazin entnehmen, den Verschluss öffnen, Blick in den Lauf bzw. ins Patronenlager und entnehmen sofort auch hier den Verschluss. Im nächsten Schritt demontieren wir die Optik. Was jetzt noch übrig bleibt, ist der Schaft mit dem Lauf. Auch diesen lösen wir durch Drehen der entsprechenden Imbusschrauben mit dem entsprechenden Imbusschlüssel und entnehmen den Lauf. Was wir jetzt haben, ist vor allen Dingen, wenn wir in das Innenleben des Schaftes sehen, das System mit einem Arretierungspunkt im Vorderschaftbereich. Der zweite Arretierungspunkt ist von außen nicht sichtbar und befindet sich auf der Unterseite verdeckt durch das Pistolengriffkäppchen nicht einsehbar. Im ersten Schritt werden wir jetzt sozusagen mit einem Torx-Schlüssel hier oben die Vorderaufnahme lösen, um dann im zweiten Schritt, und das ist leider so, das lässt sich auch schwerlich verhindern, das Pistolengriffkäppchen abzunehmen, dabei machen wir es leider kaputt, um an die versteckte Schraube im Hinterschaftbereich zu kommen. Als erstes lösen wir die entsprechende Torx-Schraube im Vorderschaft. Ihr braucht nicht zwingend dafür einen Drehmomentschlüssel, es bietet sich aber an. Wundert euch nicht, das Ganze ist mit etwas Kraft durchzuführen, weil das System als solches werkseitig mit 7 bis 8 Newtonmetern mit dem Schaft verschraubt ist. Oftmals findet ihr, wenn ihr die Schraube entnehmt, auch die letzten Spuren von Schraubenfixierung mittelfester Art in der Regel an der Schraube. Das müsst ihr definitiv abmachen, bevor ihr die Schraube wieder für den nächsten Schaft verwendet. Wir legen hier die Druckplatte und die Schraube zur Seite. Im Vorderschaftbereich sieht das Ganze jetzt so aus. Im nächsten Schritt müssen wir, wie gesagt, das Pistolengriffkäppchen entfernen. Leider ist es nicht anders möglich, als wirklich das Pistolengriffkäppchen, in dem Fall aus Kunststoff, wirklich aufzubrechen. Es gibt auch theoretisch die Möglichkeit, das durch Erwärmen etwas biegsamer zu machen. Ich persönlich würde davon Abstand nehmen, weil mir persönlich die Gefahr einfach zu hoch ist, dass ich dort das umherliegende Material irgendwie schädige oder verbrenne. Von daher der finale Schritt. Nachdem ihr das Ganze aufgebohrt habt, und achtet bitte darauf, dass ihr nicht viel zu tief da reinkommt, weil das Pistolengriffkäppchen knapp über dem Schraubenkopf ist. Wenn ihr das habt, führt mit einem Schraubenzieher oder Vergleichbarem rein und dreht es raus. Und hier seht ihr schon von unten die Aufnahme. Was wir jetzt haben, ist im Grunde genommen die untere Systemschraube, die das Ganze fixiert. Hier könnt ihr denselben mitgelieferten oftmals Imbusschlüssel verwenden, den ihr auch zum Lösen des Laufes verwendet habt. Ihr merkt schon hierbei, dass das System jetzt immer wabbeliger im Schaft liegt, sobald ihr euch dieser Schraube sozusagen annimmt. Die Distanzscheibe und die Schraube. Auch die legen wir zur Seite, die brauchen wir gleich wieder. Damit haben wir im Grunde genommen die hintere Arretierung und die vordere Arretierung des Systems gelöst. In einem nächsten Schritt müssen wir jetzt das System aus dem Schaft
hebeln bzw. drücken. Ihr seht, in meinem konkreten Fall ist das relativ einfach. Voilà, der Kunststoffschaft ist quasi jetzt passé. Den können wir getrost zur Seite legen. Und was wir übrig haben, ist das mitgelieferte System. Nachdem wir das System jetzt aus unserem Standardschaft entwendet haben, rate ich wirklich dazu, einmal nochmal die Oberflächen sauber zu reinigen. Super, dafür eignet sich so ein Kaltentfetter, einfach um wirklich die letzten Ölreste, die auf der Laufaufnahme sind, wirklich zu beseitigen. Hier gehört definitiv kein Öl hin. Den Lauf hier drauf geschraubt mit einem Ölrest drunter wird definitiv für Präzisionsprobleme sorgen. Also kurz einmal rüber gereinigt mit einem entsprechenden Mikrofasertuch und ein paar Tropfen von dem Kaltentfetter führen definitiv dazu, dass ihr euch diesbezüglich keine Gedanken mehr machen müsst. Das Gute jetzt an dem System, alles das, was klackert, könnt ihr nicht verlieren. Das ist eingelassen im System. Bevor wir jetzt das System einsetzen, gibt es beim Ravenshaft eine kleine Besonderheit. Die Aufnahmemutter für die im Vorderschaftbereich ist im Grunde genommen schwimmend gelagert bzw. herausnehmbar. Das heißt, achtet darauf, nachdem ihr die Schraube entfernt habt, dass ihr hier nicht diese entsprechende Kontermutter verliert, welche im Vorderschaft eingelassen ist. Wenn die sich ein bisschen verschoben hat, nehmt irgendwie einen Imbusschlüssel, richtet die aus. Das ist definitiv kein Problem. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Das heißt, wir setzen das System in den entsprechenden Schaft. Achtet bitte darauf, aufgrund der vorderen Mutter, die im Schaft ist, durch nach vorne beugen, dass sie nicht nach hinten rutscht. Also, Vorderschaft nach vorne geneigt und jetzt setzen wir unser System dort ein. Und ihr müsst darauf achten, dass sämtliche Oberflächen wirklich saugend, schmatzend in den neuen Schaft eingelassen sind. Streicht ruhig über die Oberflächen, merkt ihr Kanten, müsst ihr nachdrücken. Habt ihr diese Kanten nicht, sollte es aussehen wie hier und wir können jetzt mit dem Festmachen des Systems im neuen Schaft beginnen. Dazu fangen wir vorne an, nehmen unsere neue Schraube, packen dafür das Druckplättchen ein, richten unsere Aufnahmemutter entsprechend aus. Wir drehen dementsprechend die vordere Arretierung gleichmäßig fest. Mit 6 bis 8 Newtonmeter ist nun vorne das Druckplättchen befestigt. Im nächsten Schritt lösen wir jetzt das Pistolengriffkäppchen, um an die untere Systemarretierung zu kommen. Dafür mit unserem Imbusschlüssel rein und das aufschrauben. Wichtig ist, wenn ihr euren Ravenshaft bekommt, werdet ihr auch eine neue, deutlich kürzere Systemschraube mitgeliefert bekommen. Diese müsst ihr jetzt für hinten verwenden. Dazu wichtig, ich empfehle es wirklich aufzustellen. Was ihr machen könnt, ist das Ganze jetzt noch mit Loctite zu fixieren. Ein Mittelfest nach Möglichkeit. Und von unten dann mit etwas Gefühl in die entsprechende Bohrung dafür einzuschrauben, mit Gefühl in das Gewinde reinzukommen, um hier dann das System festzuschrauben. Mit jeder Windung merkt ihr, dass das System wirklich bombenfest in dem neuen Schaft sitzt. Letzter Schritt, bevor wir uns an die eigentlichen Anbauteile machen. Pistolengriffkäppchen drauf. Wieder verschließen. Und wir sind jetzt nur noch wenige Schritte von der Finalisierung des Schaftwechsels entfernt. Nächster Schritt, Lauf. Wieder rein. Wir haben auch hier darauf geachtet, dass die Laufunterseite entfettet ist. Ziehen die vordere Schraube an. Die hintere Reihenfolge spielt gar keine Rolle. Wieder das Ganze wirklich mit Kraft, sprich mit 11 Newtonmeter, um es in Zahlen zu nennen, festziehen, kontrollieren. Im nächsten Schritt
den Verschluss einsetzen, Optik aufsetzen, über die Blaser-Sattelmontage festziehen und im letzten Schritt eure Abzugsgruppe einsetzen. Was wir jetzt haben, ist eine Waffe, die ready to go ist. Das heißt, im nächsten Schritt, und das würde ich immer empfehlen, kann eigentlich nur der Weg zum Anschlusstisch sein, sprich entweder ins Revier, Kontrollschießen oder auf den Schießstand. Diese verhältnismäßig einfachen Schritte und in der kurzen Zeit, die wir jetzt hier gebraucht haben, habt ihr jetzt wirklich aus einer Standardwaffe eine, ja, man kann eigentlich sagen, Custom-Waffe hergestellt. Ob jetzt wirklich für die Bergjagd, für die Auslandsjagd, für den Pirschgang im heimischen Revier. Ihr reduziert das Gewicht deutlich der Waffe. Vom Handling her verändert sich das auch dahingehend, dass ihr wirklich diesen sehr, sehr feinen, aber immer noch griffigen Carbon-Feeling halt habt. Auf der Unterseite bei dem Modell werdet ihr hier die Aufnahme für das Spartan Bipod haben. Auch eine coole Sache. Ansonsten vordere Riemenbügelaufnahme, hintere Riemenbügel rein und ihr seid good to go. Von den verwendeten Werkzeugen habt ihr bereits gesehen. Hier ist nichts Besonderes dabei. Eine Reihe an Imbusschlüsseln. In der Regel können wir fast einen Großteil der Arbeiten mit dem beigelieferten Imbusschlüssel machen. Ansonsten ein Torx-Schlüssel, einen entsprechenden Drehmomentschlüssel, ein wenig Loctite, ein Putzlappen, ein wenig etwas zum Entfetten bzw. zum Reinigen und damit hat sich das Ganze. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, viel Spaß beim Nachmachen. Gönnt euch wirklich das Erlebnis. Die Carbon-Schäfte sind echt was Tolles und bis zum nächsten Video. Ciao.